Ohne Geld im Amazonas gefangen? Da ich mich auf dem Weg nach Brasilien in den Amazonas verirrt habe, muss ich einen Weg finden, dass mich die Fährboote mit über den Amazonas nehmen. Dafür gibt es zwei Wege. Zum einen kann man für die Mitfahrt auf manchen Booten arbeiten, zum anderen kann ich mir das Geld per Straßenmusik verdienen und dann für die Fähre zahlen. Im Moment bin ich im Hafen von Iquitos, mein nächstes Etappenziel ist das Dreiländereck aus Kolumbien, Peru und Brasilien, das ca. 400 Kilometer Bootsfahrt entfernt liegt. Eso, ahí está. Hoy día sale. Sí. 7. Hoy estoy buscando un barco lo que me puede llevar trabajando por la pasaje. Ah, no sea. No funciona por acá? No. Alter, das Boot fährt irgendwie raus. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht hier einfach stuck auf dem Boot. Hä? Scheiße, aber der meinte, ich soll mit den Leuten reden, jetzt fährt das Boot los. Ja, die haben mich jetzt zu irgendeinem komischen anderen Hafen gefahren. Wollte ich auf jeden Fall nicht hin. Jetzt muss ich schauen, dass ich wieder zu dem anderen Hafen zurückkomme. ¿Se van por Santa Rosa? Sí, a Santa Rosa. Pero lo que pasa es que yo no tengo dinero. Estoy buscando un lancha en lo que puedo trabajar por la pasaje. A ver, comer ahí con el patrón. Buenas tardes. Estoy buscando una lancha en lo que puedo trabajar por el pasaje porque no tengo dinero. ¿No es posible por acá? Estamos con... ¿Ese barco se va por Santa Rosa? No, ya va. No, no hay más. No hay más. Más. Solo es. Jetzt hier echt die Häfen abgesucht. Es gibt anscheinend nur zwei Boote, die heute fahren und ich würde halt gern heute noch hier wegkommen. Heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal ins Stadtzentrum versuchen zu kommen. Se van por el centro? Sí, gracias. Bin ich hier am Hauptplatz. Ja. Das Problem ist, weil es nach Regen ausschaut, ist hier halt keine Sau. Also hier ist halt leider einfach wirklich keine Sau. Ja, ich werde jetzt mal noch schauen, ob ich einen anderen Spot finde, wo mehr Leute sind. Gemeinsam mit einem lokalen Straßenmusiker versuchen wir ein wenig Geld in Restaurants zu verdienen. Leider geht unser gesamter Verdienst aber schon wieder für die Fahrt nach Hause drauf. Ich darf die Nacht in dem Haus verbringen, in dem auch mein Kumpel übernachtet. Guten Morgen. Alter, ich hab voll geil hier geschlafen. Irgendwo hat man ja hier auch einen Bildungsauftrag, deswegen gebe ich euch jetzt mal eine Roomtour von so einer ganz klassischen Unterkunft von jetzt, sage ich mal, ärmeren Leuten in Kolumbien und Peru und so. Abgezäunt zu den anderen Grundstücken sind die eigentlich immer mit so selbst zusammengezimmerten Wellblechzäunen. In der letzten Ecke findet man immer, ich nenne es jetzt einfach mal den Scheiterhaufen. Der ganze Müll, egal ob das Plastik ist, ob das Restmüll ist, ob das, was weiß ich, Papier ist, wird alles auf diesen einen Haufen gehauen und verbrannt in der Regel, immer regelmäßig. Was auch eigentlich immer in dem Garten noch ist das Bad, das zeige ich euch da vorne noch. Ganz typisch, also eine Toilette hat auch nicht immer, manchmal scheißt du auch einfach in einen Eimer. Aber hier Toilette und du hast halt einfach so einen Bottich mit Wasser, wo du dir halt quasi dann als Dusche kippst du einfach mit so einem, diese Schöpfschüssel Wasser über den Kopf. Und dann können wir mal reingehen. Und das ist halt auch hier sehr, sehr typisch, sage ich mal. Du hast ein Gasherd, das haben die eigentlich alle. Und einen Kühlschrank. So, Kühlschrank gibt es wirklich auch eigentlich immer. Ja, und mehr ist es auch nicht. Meistens halt echt auch hier halt einfach kein irgendwie geteerter oder asphaltierter Boden. Ja, und oben ist halt dann noch Schlafgemach. Das war jetzt echt ganz gut, die erste Session hat direkt 20,50 eingebracht. Leider ist die GoPro schon wieder die ganze Zeit am Abrauchen, deswegen habe ich jetzt das meiste Footage von den Restaurants verloren. Ich habe hier insgesamt 64 Zoll.
mañana. Solo con la guitarra y solo tengo 40. Ya también. Después los negros. Hola. Bueno, lo que pasa es que estoy viajando con no mucho dinero y solo tengo 40. ¿A dónde vas? Para Santa Rosa. A Santa Rosa vale 80. Sí, pero Ajá. Imposible. Es muy poco. Hasta 70 te puedo dar, menos no se puede. Anda, canta allá, canta ahí, después te consigues algo más. eso puedo hacer, sí. Claro, ahí, anda, junta tu pasaje ahí arriba, canta. Ich scheine mir tatsächlich mal das Lied verlassen zu haben. Muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ich denke mal, heute komme ich hier auf jeden Fall nicht mehr weg. Ich bin aber relativ matsch. Vielleicht fahre ich noch mal ins Stadtzentrum und spiele auch mal irgendwo. Aber ja, auf jeden Fall nicht gut. Muss ich ehrlich sagen, dass ich mich nicht wirklich getraut habe, die Leute dann noch so nach Geld zu fragen. Weil es sich halt wirklich so krass nach Betteln anfühlt und das will ich halt wirklich nicht. Das finde ich eigentlich immer ganz schön bei der Straßenmusik, das ist halt wirklich so, vorbeigehen ist ja komplett valide. Du bringst die Leute nicht in eine Situation, wo du sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise unter Druck setzt, dir Geld zu geben. So, jetzt habe ich ein kleines bis mittelschweres Problem, weil jetzt richtig anfängt zu regnen und so ein Urwaldregen, den tankt man nicht mal einfach im Zelt weg. Das heißt, ich muss mir irgendwas überlegen, wo ich jetzt schlafe. Wenn sich jetzt nichts mehr ändert und es die ganze Nacht regnet, dann ist wohl mein Plan für die Nacht wahrscheinlich einfach hier irgendwo zu sitzen. Dank diesem freundlichen Herrn, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, darf ich die Nacht bei der Polizei verbringen. Muchísimas gracias. Bien. Guten Morgen. Ich fühle mich frisch, ich fühle mich gut. Immer wieder beeindruckend, wie wenn man irgendwie so richtig gefickt ist, immer doch noch sich was ergibt. Straßenmusik-Session waren genau 22 Soll. So, es wird ernst. Wir fahren ab. Dieses Mal bin ich ganz legal auf dem Boot mit einem Ticket. Guten Morgen. Also anscheinend, das ist ja jetzt erst quasi, also wir sind abends losgefahren. Erste Nacht, den ganzen Tag. Jetzt war die zweite Nacht und jetzt sind wir alle am Zusammenpacken. Also es kann sein, dass wir schon da sind. Total schnell. Der einzige Weg auf die andere Flussseite nach Kolumbien führt über eine weitere kurze Bootsfahrt. Auf mehrfaches Nachfragen hat mir der Fahrer versichert, dass ich mein peruanisches Visum auch in Kolumbien ausstempeln kann. So, jetzt sind wir hier. Er behauptet, die machen hier auch die Ausstempelung aus Peru. Ich hoffe es, weil ich habe nicht mehr genug Geld, um hier wieder rauszufahren. Und sie machen um 8 Uhr auf, wir haben es jetzt 6. Hola, buenos días. Good morning. Good morning. Tengo dos preguntitas. Primero... Sí. Aquí nos dan también para Perú. No. Para salir Perú. Para salir no, de Perú no, tiene que ir a Santa Rosa. Wer damit rechnen kann, natürlich ist hier nur die Migration Kolumbien. Jetzt müssen wir hier warten, bis irgendwann hoffentlich diese Vollpfeife von Fahrer wieder auftaucht, weil ich den ja extra 3-mal gefragt habe. Jetzt wieder zurück nach Peru und dann wieder zurück nach Kolumbien. Pero escúchame, ¿por qué tú mentiraste a nosotros? ¿Nos vas a llevar? Ya, pero no tenemos más plata porque tú mentiraste a nosotros. Te pregunté si está posible por la migración y tú dices no, sí está posible en Colombia. Por eso, ¿nos puedes ayudar y nos llevas a Colombia? Sí, pero sin dinero. Sí. Yeah, willkommen in Kolumbien. 17.000 Pesos und 6 Sol. Und man kann ungefähr so rechnen, so 1.000 Pesos sind eigentlich ziemlich genau 1 Sol.
Also kann man sagen 23 Sol. Als potenzielles Nachtlager erkunde ich ein verlassenes Gebäude, das auf den zweiten Blick aber nicht ganz verlassen ist. Ich glaube, er hat einfach nur gekifft. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich auch irgendwas anderes geballert. Das ist mir eigentlich auch wurscht, der war echt korrekt. Bin jetzt mal sehr gespannt, weil ich bin im ersten Moment echt erschrocken, Mann. Ich saß hier in dem Lost Place, dachte, da ist keiner, plötzlich redet er so richtig laut. So, ey, mach das Licht aus und so. Aber war eigentlich fein. Ich glaube auch, weil ich ehrlich gesagt einfach zu faul bin jetzt und es schon spät ist, dass ich auch hier pennen werde, wenn jetzt nicht mehr allzu Schlimmes passiert. Also, ja, no risk, no fun. Der Junkie Trap pennen. Weil GoPro einfach ein grober Müll ist, sind mir jetzt die letzten, was weiß ich, wie vielen Aufnahmen einfach abgeraucht. Ich habe das ganze Footage nicht mehr. Ja, ein Update, sag ich mal. Ich war jetzt da weiterhin in dieser Junkie Trap. Dann meinte mein Kumpel da irgendwie, jo, geht jetzt Essen holen und dann kommt er wieder. Kam dann auch relativ schnell wieder, auch sogar mit Essen, aber voll mit zwei sehr, sehr, ich sag mal, nicht besonders vertrauenerweckenden Freunden im Gepäck, die auch sich sehr, sehr weird verhalten haben. Und der eine hat, glaube ich, auch direkt eine Crackpfeife ausgepackt. Von daher habe ich mich dann da, und dann haben die auch noch gesehen, dass ich die Kamera an habe. Und dann habe ich mich dann relativ taktisch aus der Affäre gezogen, sag ich mal. Ja, ist alles ein bisschen lustig. Jetzt bin ich hier wieder ohne nichts. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich noch irgendwas finde zum Pennen heute. Aber das Problem ist, ich wollte eigentlich zur Feuerwehr, aber die wird gerade umgebaut. Und ich habe jetzt gefragt, wo die andere ist. Vielleicht schaffe ich es, zu der anderen hinzulaufen. Und sonst vielleicht Park oder irgendwas. Ja, man findet ja immer was. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall lustig, dass es für mich überhaupt in Betracht kam, wo es nur einer wusste, überhaupt in so einer Junkie Trap zu pennen. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que estoy viajando sin dinero. Sí. Estoy buscando un lugar en lo que puedo acampar o dormir esta noche seguro. Si es posible, yo pongo mi carpita en algún lugar por acá. Solo por hoy, Sí, ¿ya? ya. Mañana temprano Sí, me voy. tú sales Claro y que sí. no sé dónde vas a buscar para. ¿Ya? Claro que sí, sí. Él dijo que es porque ya es tarde y entonces para colaborarte, ¿ya? Sí, muchísimas gracias. Bueno. Guten Morgen. Es ist 8 Uhr und es schüttet wirklich seit Stunden runter und es ist echt ein bisschen scheiße. Also wenn ihr mal schaut, mein Rucksack, ich hoffe man sieht es, der ist wirklich patschnass. Und hier auch in meinem Zelt. Das ist halt so eine Pfütze, die sich unter meinem Zelt gebildet hat. Das heißt hier, es ist quasi alles durch den Zeltboden durchgearbeitet. Das heißt, es liegt hier quasi komplett im Nassen. Ja, ich glaube, die Gitarre hat es halbwegs überlebt, aber der Rucksack ist wirklich patschnass. Ja, und ich will halt einfach auch mal jetzt hier irgendwann weg. Ja, folgendes, es regnet immer noch ein bisschen und es gibt hier eine Dusche, die mich ziemlich anlacht. Das heißt, ich werde jetzt mal mein Zeug so weit zusammenpacken halt. Das nasse Zeug irgendwie vielleicht, was weiß ich, irgendwie schauen, dass es halt nicht alles andere auch noch nass macht. Dann dusche ich mich und dann ab in die Stadt. Ich bin jetzt wirklich komplett frisch geduscht, alles fertig, Wasser aufgefüllt, alles ready. Einzige Ding ist, es ist wirklich alles, was ich an Anziehsachen habe. Meine kompletten Klamotten sind wirklich alle patschnass. Also wirklich, mein Rucksack wiegt auch, glaube ich, irgendwie gefühlte 2 Kilo mehr, weil der halt einfach komplett voll mit Wasser gesogen ist. Und die Pfanne hier ist jetzt auch komplett Schrott. Die werde ich jetzt auch gleich noch schauen, dass ich die entsorge. Es ist jetzt auch schon nach 11, aber ich mache mir jetzt einfach mal einen Weg, auf den Weg Richtung Stadtkern. Vamos a hacer caldito. Sopa. Hay sopa. Vamos a preparar. Sí. Si quiere puede esperar. Sí. Ay, muchísimas gracias. Ja, was echt der Hammer ist, die haben jetzt gerade gesagt, ich darf hier die nächste Nacht auch noch bleiben. Das heißt, ich werde jetzt hier mein ganzes Zeug mal aufhängen zum Trocknen, dass das halt irgendwie wieder trocknet. Mal schauen, ob es klappt. Guten Morgen, es ist jetzt kurz vor 10. Ich habe schon wieder ewig verhockt, weil ich durfte die Nacht hier im Bett pennen, was richtig geil war. Nach einer erfolglosen Morgensession mache ich mich auf den Weg nach Brasilien, um den Hafen ausfindig zu machen und die Preise auszuloten. Alter, ich bin gerade auf dieses Brett gestiegen und voll in den Nagel reingestiegen mit meinem Fuß hier. Alter, scheiße, fuck. Ja, ich muss schnell desinfizieren irgendwie. Scheiße, Mann, ich bin voll in diesen Nagel reingelatscht.
den Schmerz habe ich wenigstens wieder rausgelaufen jetzt. Ich hoffe einfach, dass ich nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit da rumlaufe, sich irgendwie entzündet oder eine Blutvergiftung oder so. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber ist eigentlich relativ schnell desinfiziert. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich den Hafen irgendwann finde. Hola. ¿Hablan poco de español? Sí. Sí. Estoy buscando la opción más económica para irme a Manaus. Para hoy hay barco, está 290 reales. No hay nada más barato que eso. No, porque ir rápido es 910. Sí, y eso es lancha lenta. Sí. ¿Sabes si hay la posibilidad para trabajar en los barcos? No sé, estoy hablando con la embarcación. Diese beiden haben mich gerade am Essen eingeladen. Da habe ich die auf dem Boot getroffen, vom Pokalbau aus. Und sind uns einfach random wieder über den Weg gelaufen. Und direkt wird ausgenutzt hier für Essen, so wie das gehört. Guten Morgen, ich habe wieder richtig gut geschlafen, mein Fuß fühlt sich auch, also ist immer noch natürlich nicht so geil, aber sieht auf jeden Fall nicht schlechter an als gestern. Ich hatte Angst, dass er über die Nacht sich komplett einsteift oder so. Ja, alles gut und jetzt werde ich hier ein bisschen helfen, am Motorrad zu basteln. $23.600 Pesos, also 23 Sol 60, sag ich mal. Guten Morgen, es geht gleich los. Machen weiter am Motorrad. Das waren jetzt 9.700. Die nächsten 2 Wochen verbringe ich mit dem Lackieren des Motorrades, was mir genügend Geld für den restlichen Weg einbringen sollte. Guten Morgen. Ja, ich glaube, man sieht es mir an. Ich habe mir irgendwie sauber wieder mal was eingefangen. Kopfschmerzen aus der Hölle, Gliederschmerzen. Mir geht's richtig gut mal wieder. Ja, und mir läuft es langsam echt die Zeit davon. Also ich bin leicht im Bruch. Guten Morgen. Es ist irgendwie kurz nach 7. Und ja, ich bin immer noch krank. Ich glaube immer noch Fieber und Kopfschmerzen und alles. Aber ja. Es gibt eine kleine Planänderung. Und zwar muss ich mich leider irgendwo der Challenge geschlagen geben. Nicht, weil es irgendwie nicht möglich ist, sondern weil mir einfach die Zeit ausgeht. Ich möchte meine Eltern treffen an Weihnachten in Brasilien. Und ja, mir läuft einfach jetzt die Zeit davon. Das heißt, ich kann hier nicht länger bleiben und warten. Und leider Gottes ist nicht in Sicht, dass ich irgendwann in den nächsten Tagen bezahlt werde hier für die Arbeit. Was blöd ist, aber so ist es. Ja, und dementsprechend habe ich meine Eltern gebeten, mir auf Western Union Geld für die Fähren zu überweisen. Das heißt, ich werde jetzt heute mich darum kümmern, das alles schnellstmöglich als Geld zu holen. Ich muss es nach Kolumbien schicken, das heißt, das Geld hier abzuholen, in real brasilianische umzutauschen, dann meine Ausreise- und Einreisestempel von Kolumbien bzw. Brasilien zu holen und dann hoffentlich heute direkt loszufahren. Geld abheben funktioniert natürlich nicht, das heißt, ich bin jetzt relativ am Arsch, weil ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Jetzt bin ich zur Migration, dachte mir, okay, dann stempelst du dich wenigstens schon mal aus Kolumbien aus. Ja, also im Moment arbeiten wir hier nicht, du musst ans andere Ende der Stadt zum Flughafen. Ab in den Flughafen, damit hätte ich heute auch nicht gerechnet. Mein Stempel habe ich schon mal. Also zumindest mal eine Sache geschafft. Das macht einen schon mal auf jeden Fall Hoffnung jetzt. Das war jetzt ein ordentlicher Höllenmarsch, aber jetzt habe ich hier auch die brasilianische Migration. Ich habe die Zeit ein bisschen vergessen. Ich dachte, es wäre so 11:30 Uhr oder so. Es ist halt einfach 12:30 Uhr, das heißt, das Ding ist seit einer halben Stunde zu. Also tatsächlich habe ich gerade festgestellt, dass das wahrscheinlich mein größtes Glück war, dass ich da gerade noch zur Migration gegangen bin. Weil wir haben hier eine Zeitumstellung, also in Brasilien ist halt einfach eine Stunde später. Ich hätte mich halt
morgen früh sauber in die Scheiße geritten, wenn ich um 8 fürs Boot da sein will und über die Grenze gehe und es ist halt 9. Also habe ich eigentlich richtig Glück gehabt gerade, dass ich das verkackt habe. Ich krieg langsam echt zu viel. Ich war schon wieder bei diesem scheiß Western Union Ding. Diesmal hätte man sogar was abheben können. Nur lustigerweise sagen die mir jetzt, die Nummer existiert nicht. Aber ich habe die Nummer ganz genau abgeschrieben. Jetzt ist mal wieder hin und her gelaufen. Und ja, ich habe es nochmal gecheckt und die Nummer ist halt 100% korrekt. Das ist halt auch schon wieder so eine Ironie, dass ich die ganze Zeit quasi ohne Geld reise so und alles super easy ist eigentlich und das Geld verdienen und so alles eigentlich kein Stress ist. Und sobald ich mal Geld geschickt bekomme, kriege ich plötzlich Probleme, das irgendwie einzusammeln. Ich war jetzt nochmal da, die Nummer ist korrekt. Jetzt hat er es plötzlich auch doch gefunden diesmal. Auf jeden Fall jetzt hat er mir gesagt, ja, irgendwie die Transaktion passt schon, aber das Geld ist irgendwie noch nicht da. Guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Ja, ich hoffe einfach, dass es heute alles klappt und ich zumindest dann morgen los kann. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Brasilien nochmal. Hoffe, dass ich diesmal mein Visum kriege. Ja, ging einfach alles heute im First Try. Es gibt einfach Tage, da ist irgendwie der Wund drin. Dann machst du genau das gleiche am nächsten Tag und einfach alles funktioniert. Das ist einfach wirklich, ja, weiß ich nicht. Me voy. Muchísimas gracias para todo. Bueno, ayuda. un buen viaje. Gracias. Ok. Ya, adiós. Esté bien. So, es ist mitten in der Nacht. Wir sind jetzt in Manaus angekommen. Ich bin komplett matsch in diesem Boot. Ich war einfach die ganze Zeit tiefgefroren, wirklich. Aber jetzt endlich hier. Jetzt wird das Boot noch entladen. Da muss ich mir überlegen, wo ich mich hier die Nacht irgendwo verstecken kann. Und dann schaue ich, dass morgen erstes Ding, was ich mache, direkt nach Berlin geht. Am Ende habe ich es zwar nicht ganz aus eigener Kraft geschafft, habe aber trotzdem über 3000 Kilometer auf dem Amazonas zurückgelegt und bin von Peru bis nach Brasilien gekommen. Ein unvergessliches Abenteuer, was mir körperlich wie psychisch einiges abverlangt hat und mich oft genug an meine Grenzen gebracht hat. Ich habe versucht zu zeigen, dass es auch ohne Geld möglich ist zu reisen, Abenteuer zu erleben und seinen Träumen zu folgen. Und auch wenn mir am Ende ein wenig unter die Arme gegriffen wurde, zeigt dieses Video doch, dass es durchaus möglich ist, ohne Geld auch in schwierigen Regionen zu überleben. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo, Like und einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.